Ein für Mittwoch kommender Woche geplanter Koalitionsausschuss ist abgesagt worden. Das bestätigten mehrere Teilnehmer gegenüber Welt am Sonntag. Seit den schlechten Wahlergebnissen für die Ampelkoalition in Sachsen und Thüringen haben die Koalitionspartner nicht mehr miteinander beraten. Zuletzt war eine ursprüngliche für diese Woche geplante Klausurtagung des Kabinetts in Schloss Meseberg abgesagt worden. Vorgeblich aus terminlichen Gründen. Klärungsbedarf gäbe es aber genug, nicht zuletzt bei Entscheidungen zur Asylpolitik. Und darüber möchte ich sprechen mit Isabel Finzel in Berlin. Koalitionsausschuss abgesagt, das sind jetzt nicht die besten Vorzeichen. Was ist da los? Die Stimmung in der Ampelkoalition, Marian, die dürfte äußerst schlecht sein. Man muss sagen, die war schon vor den Landtagswahlen nicht sonderlich gut. Aber nach den desaströsen Ergebnissen da aller drei Ampelparteien dürfte sich die Stimmung noch weiter verschlechtert haben. Ja, schon die Kabinettsklausur auf Schloss Meseberg, du hast es eben angesprochen, die findet traditionell ja eigentlich immer nach der Sommerpause statt. Da trifft sich das Kabinett, da will man gute Bilder erzeugen, sich harmonisch zeigen, dass man was auf den Weg bringen kann. Schon das hat in diesem Sommer nicht stattgefunden. Und jetzt ist kommende Woche auch noch der Koalitionsausschuss abgesagt worden. Ja, man muss sagen, dabei gibt es ja viel zu besprechen innerhalb der Ampelkoalition, vor allem in Sachen Migrationspolitik. Da wollte sich die Ampel eigentlich bis kommende Woche auf weitere Maßnahmen einigen. Und die FDP, die macht jetzt deutlich Druck in dieser Sache. Sie hat ein Positionspapier beschlossen, die Fraktion, in der sie eine deutlich härtere Gangart fordert in der Migrationspolitik. Sie spricht sich zum Beispiel darin dafür aus, Sozialleistungen für bestimmte Asylbewerber auf den Prüfstand zu stellen, und sie fordert Zurückweisungen an den deutschen Grenzen. Da hat sich ja auch die SPD offen für gezeigt, aber die Grünen stehen nach wie vor auf der Bremse und haben rechtliche Bedenken. Und man merkt, der Ton, der wird rauer innerhalb der Ampelkoalition. FDP-Generalsekretär Csirzary hat jetzt gesagt, wenn die Grünen nicht bereit sind, da jetzt ihren Beitrag zu leisten in der Migrationspolitik, seien sie nicht regierungsfähig und müssten raus aus der Regierungsverantwortung. Also da wird der Ton doch noch einmal verschärft. Ja, dass man sich jetzt nicht treffen will kommende Woche zum Koalitionsausschuss, dass man offenbar dann nicht miteinander sprechen will, ist kein gutes Zeichen, kein gutes Signal. Man darf ja auch nicht vergessen, dass diese Ampelkoalition noch ein Jahr bis zur nächsten Bundestagswahl miteinander koalieren muss. Isabel, vielen Dank für deine Einschätzung nach Berlin.